Mein Name ist Mira Sievers. Ich bin muslimische Theologin an der Humboldt-Universität hier in Berlin. Ich habe mir das Objekt ausgesucht, zum einen, weil es erstmal ein Objekt ist, das einen Religionsbezug hat. Es handelt sich dabei ja um Maria, Mariam in der islamischen Tradition. Das Kopftuch sieht sehr muslimisch aus. Also es fällt mir schwer, das ganz genau festzumachen. Die Art, wie es auf der Schulter liegt. Eine Assoziation, die ich persönlich hatte, ist, dass wenn ich mein Kopftuch fürs Gebet mache, fällt es auf dem Kopf ähnlich. Mariam ist eine Figur, die im Koran etwas anders dargestellt wird, als es in der christlichen Tradition der Fall ist. Und Mariam steht aus verschiedenen Gründen im Mittelpunkt in den Erzählungen, die von ihr handeln. Und eine der Gründe ist natürlich ihre Beziehung zu Jesus, zum neugeborenen Jesuskind. Im Koran spricht Jesus bereits kurz nach der Geburt. Das ist eines der Wunder. Und Jesus teilt den Menschen in der Umgebung von Mariam mit, dass er ein Gesandter Gottes ist, dass er an die Menschen geschickt worden ist. Und die Tatsache, dass Mariam in dem Objekt so stark interagiert mit ihrem Kind, finde ich, passt sehr schön zum islamischen Jesuskind, das bereits als Säugling sprechen kann. Selbst wenn man sich abgrenzt von etwas, ist man in Beziehung. Das ist ganz wichtig. Und das ist etwas, was häufig vergessen wird. Oft wird gedacht, dass das Judentum, der Islam und das Christentum drei wie so monolithische Systeme sind, die nichts miteinander zu tun haben und die dann in Beziehung treten können und dann mehr oder weniger konfliktträchtig miteinander auskommen. Aber zu verstehen, dass eigentlich die Entstehung von islamischer, christlicher und jüdischer Theologie selbst schon ein Produkt dieser Austauschprozesse ist, das ist doch spannend. Und das ist auch wichtig für eine Gesellschaft heute, wo JüdInnen, Christinnen und Musliminnen wieder zusammenleben und wo man das vielleicht auch positiv sehen kann und wo man sagen kann, vielleicht kann dieses Zusammenleben der unterschiedlichen Religionsgemeinschaften erneut zu so einer fruchtbaren Neuausrichtung oder zu so einem fruchtbaren Neudenken der eigenen Religionen und Theologien führen. Gleichberechtigung ist natürlich eine Aufgabe von allen, also von Frauen wie auch von Männern. Und man kann die Aufgabe nicht immer nur Frauen auflasten und sagen, wie müssen Frauen jetzt irgendwie anders leben, wie müssen sie Beruf und Familie vereinbaren. Und das finde ich schwierig. Das heißt, ich finde es wichtig, dass man Gleichberechtigung als Aufgabe von allen ansieht. Und ich glaube auch, dass es etwas ist, das, wenn man jetzt im beruflichen Kontext denkt oder im politischen, es muss sowohl von unten als auch von oben kommen. Also es reicht nicht aus, irgendwelche Frauenquoten nur für Aufsichtsräte einzuführen und dann sind Frauen, die versuchen, in ihrem Beruf weiterzukommen, stoßen irgendwann an eine Decke. Also das ist ein Problem. Und auf der anderen Seite reicht es aber auch nicht aus, wenn man sozusagen weiter unten alles perfekt macht, aber dann oben gibt es keine Möglichkeiten mehr. Das heißt, ich glaube, man muss das Thema sehr ganzheitlich denken. Also es ist eine Verantwortung von Frauen wie Männern und man sollte an unterschiedlichen Orten ansetzen. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir 3 unbefristete Professorinnen für islamische Theologie bei um die 30 Professuren. Und das ist natürlich auch schade, weil man daran sieht, dass auch in unserer heutigen Zeit